Hallo Tabletop-Freunde, heute möchte ich euch die Science-Fiction-Simulation Battletech vorstellen. Die Hauptakteure, die Battlemechs, haben dabei gegenüber den anderen Kampfeinheiten klare Vorteile und stellen so üblicherweise die Hauptlast der kämpfenden Einheiten. Doch auch die anderen Waffengattungen haben ihre Stärken und dürfen richtig eingesetzt nicht unterschätzt werden. Wer sich mit Battlemechs, meistens einfach nur Mechs genannt, begnügt, kommt mit dem Regelbuch Battlemech Manual wunderbar über die Runden. Um das ganze Waffenarsenal, das auf der Planetenoberfläche in den Kampf eingreifen kann, auszunutzen, wird das Grundregelbuch Total Warfare benötigt. Wem auch das noch nicht genug ist, der darf gerne auf Tactical Operations zurückgreifen, um seine Gefechte mit Wetter, abweichenden planetaren Bedingungen, diversen Optionsregeln, die die Möglichkeiten und den Realismus gewaltig erhöhen, wenn auch nicht unbedingt die Spielbarkeit, und eine breite Auswahl an experimentellen Waffensystemen, die in die verschiedenen Kampfmaschinen eingebaut werden können, zu erweitern. Hier zeigt sich die Genialität der Spieldesigner. Ein Mech aus dem Technical Readout 3025. Als Technical Readouts werden die Bücher, in denen die Kriegsmaschinen beschrieben werden, bezeichnet, ist heute noch genauso regelkonform wie vor 35 Jahren, als das Buch erschien. Das Regelwerk hat sich in all den Jahren nur in kleinen Details geändert, nicht aber in den Grundregeln. Wer also vor 25 Jahren Battletech gespielt hat, kann heute seine Mechs auspacken, ohne befürchten zu müssen, keine Ahnung der Regeln mehr zu haben. Der Hintergrund umfasst aktuell einen Zeitraum von über 600 Jahren, eingeteilt in verschiedene Epochen, wobei Mechs, Panzer usw. aus früheren Epochen problemlos auch später noch eingesetzt werden können. Das ist im Hintergrund sogar vorgesehen, da die Mechs oft im Familienbesitz sind und über Generationen weiter vererbt werden. In der aktuellen Zeitschiene gibt es 10 größere und ebenso viele kleinere spielbare Fraktionen, wobei es noch einige Fraktionen in Reserve gibt, über die bisher wenig geschrieben wurde, die aber jederzeit in den Vordergrund treten könnten. Wer sich so gar nicht auf eine Fraktion festlegen will, kann sich auch als Söldner verdingen und seine Loyalität entsprechend wechseln. Die Liste der einer Fraktion erlaubten Kampffahrzeuge findet man in der MUL, der Master Unit List. Diese gibt es online zum Gratis-Download, daher gibt es auch keine sonst so üblichen Armeebücher oder ähnliches. Technical Readouts repräsentieren immer das aktuellste Material einer jeweiligen Epoche, wobei in kriegerischen Zeiten die Entwicklung neuer Mechs, Panzer usw. Schneller voranschreitet. So gab es zwischen den Jahren 3025 und 3085, dem Zeitraum, in dem sich die alte Hauptstoryline abgespielt hat, ganze 10 Technical Readouts. Danach aber eine zeittechnische Lücke bis zum Jahr 3145, die uns in die aktuelle Zeitschiene bringt, das Jahr 3152. Der Großteil der Neuerscheinungen befasst sich zwar immer mit der aktuellen Zeitschiene, es erscheinen aber trotzdem auch für vorhergehende Zeitschienen immer wieder Publikationen, die einen bestimmten Feldzug oder ein ähnliches Ereignis aufgreifen und im Detail beleuchten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Science-Fiction-Universen gibt es im Battletech keine Aliens. Alle Fraktionen sind Menschen, wenn auch einige Gebrauch von Genetik und Bionik machen. Auch neue Technologie steht in relativ kurzer Zeit allen Fraktionen zur Verfügung, was dazu führt, dass die beiden Seiten bei einem Battletech-Spiel ziemlich ausgewogen sind und der Sieger eher durch Können als durch besseres Kombinieren der Regeln oder Einheiten entschieden wird. In seinen nun fast 40 Jahren Bestehen wurde Battletech schon mehrmals totgesagt, hauptsächlich von Händlern, konnte sich aber trotz des Untergangs mehrerer Lizenznehmer inklusive des ursprünglichen Publishers FASA immer am Markt halten. Aktuell ist Battletech seit 2018 in eine völlig neue Richtung unterwegs. Die Einführung qualitativ sehr hochwertiger Plastikminiaturen, die zu einem sehr guten Preis angeboten werden, und die gleichzeitige Überarbeitung von Mechs, die so alt wie das Spiel sind, hat Battletech neuen Aufschwung beschert. Mit der Beginnerbox und der Startbox A Game of Armored Combat ist der Einstieg sehr leicht und man bekommt hochwertiges Spielmaterial für sein Geld. Die Startboxen sind so rentabel, dass viele Altspieler diese Boxen kaufen, da der Spielmaterialwert den Preis weit übertrifft. Ich werde euch in den kommenden Videos diese Simulation näher bringen und werde die Regeln, die Fahrzeuge, die Fraktionen und die Taktiken im Detail erklären. Viel Spaß beim Weiterschauen und ich freue mich darauf, euch bei den anderen Videos begrüßen zu dürfen.